Heute nehmen wir euch mit auf eine spektakuläre Tour. 3 Pässe in 3 Kantonen in der Schweiz. Mit dabei der höchste innerschweizerische Pass. Und ich sage euch eines, 3000 Höhenmeter wollen gefahren werden, wollen in die Oberschenkel. Ob das Ganze heute klappt, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Finale. Boah, es fordert gerade richtig ab. Heavy. Oh. Gut gestärkt, gut geschlafen, starten wir jetzt auf die heutige Tour und das aus diesem kleinen Ort hier, Ulrichen im Wallis. Schaut es euch an, der Ort ist geprägt von der traditionellen Architektur des Wallis. Viele Häuser aus Holz und Stein, die Kirche mittendrin und hier bieten sich einige Rennradrunden an. Alle Fakten rund um die heutige Tour und die Möglichkeiten, die gibt es jetzt, während ich die ersten Meter reintrete. Kommt mit! Diese besondere Radtour stand schon lange auf meiner Liste. 3 Pässe an einem Tag und das in der besonderen Kulisse der schweizerischen Alpen. Die Vorzeichen stehen mehr als gut. Schauen wir uns das Ganze mal auf der Karte an. Wir starten wie gezeigt im kleinen Ort Ulrichen, der allgemein ein toller Ausgangsort für Rennradtouren ist. Dann geht es auf den höchsten innerschweizerischen Pass, den Nufenenpass. Hinunter ins italienischsprachige Kanton Tessin und hinauf über den bekannten und wichtigen Gotthardpass, wo wir eine besondere Begegnung haben werden. Darauf könnt ihr gespannt sein. Doch damit nicht genug. Wir kommen zu guter Letzt auf die Spuren von James Bond mit krassen Anstiegen und Ausblicken am Furka-Pass, der uns richtig zu schaffen machen wird. Insgesamt ergeben sich damit 105 Kilometer und 3100 Höhenmeter an einem Tag. Ob wir die Strecke wie geplant packen und was wir dabei erleben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß euch! Die ersten Höhenmeter drin, der Schweiß läuft, es wird heiß. Linus und ich strampeln hier den Berg hinauf. Und ja, der Nufenenpass ist einer der jüngsten Alpenübergänge, 1969 gebaut. Und nicht nur das, es ist auch einer der höchsten oder der höchste innerschweizerische Pass und sehr steil. Die Steigungen gehen ja konstant nahezu über 10–12%. Und das merken wir hier auch gerade. Wir müssen richtig reintreten, umgeben aber von richtig schöner Natur. Murmeltiere haben wir gerade gesehen. Und jetzt werden wir gerade hier geknickt. Einige geben richtig Gas. Kommt mit da hoch. Da oben stehen sogar Windräder auf über 2000 Metern. Gerade einen Opa getroffen, der zu uns gesagt hat, wenn ihr noch lachen könnt beim Treten, dann ist ja alles halb so schlimm. Und so ist es auch. Wir gehen hier zwar schon die 3000 Höhenmeter heute, hoffentlich, schauen, ob es klappt, aber wir versuchen das auch in einem moderaten, guten, sportlichen Rahmen zu machen, uns hier nicht komplett kaputt zu machen. Es ist nämlich auch brutal heiß und da will man den Puls jetzt auch nicht ins Unermessliche treiben. Schaut mal, wie es hier hochgeht. Oh, so steil. Und der Postbus zieht seine Kehren. In jeder Kehre gibt er ein Signal. Wir schreiben den 21. Juli und die Schneedecke hier, die ist noch gut hoch. Also bestimmt 2 Meter Restschneebestand im Hochsommer. Das kann schon was. Da geht das Herz, die Augen, der Mund auf bei der Höhe hier oben. Und wir haben es nicht mehr weit. 200 Meter noch
und vielleicht 20 Höhenmeter bis zur ersten Passhöhe des Tages. Nufenen-Pass, da ist das Ding. 2477 Meter über NN. Denn hier blicken wir raus ins Wallis und wenn ihr eine richtig gute Aussicht habt, dann seht ihr da drüben das Aletschhorn, den Aletsch-Gletscher. Das hat man nicht im Blick, aber es ist der längste und größte der Schweiz. Und hier raus schauen wir zum Blinnenhorn. Davor können wir das Gletscherfeld gerade richtig gut sehen. Da oben verläuft dann auch die italienische Grenze, also die Grenze zwischen Schweiz und Italien. Und hier oben auf der Passhöhe, also genau wo wir jetzt auch mit drüber fahren, verläuft die Grenze zwischen dem Kanton Wallis, wo wir gerade waren, in Richtung Tessin, also italienische Schweiz, da fahren wir jetzt hin. Eines sage ich euch, nachdem man sich die Höhenmeter erkämpft hat, ist es immer wieder erstaunlich zu sehen, wie schnell man wieder runterkommt. In dem Fall auch, wir fahren vom Nufenen-Pass runter, kommen an Steinböcken vorbei. Diese Tiere, majestätisch da oben, wirklich. Einige haben Fotos gemacht. Dann ging es weiter über den Nufenen-Pass, über solche großen Steinplatten, die ihr hier seht. Es war richtig am Ruckeln. Du musstest den Lenker wirklich festhalten, weil diese Steinplatten, die da von der italienischen Seite hochgelegt wurden, wirklich sehr schwierig sind zu fahren. Dann unten raus krasse Tiere, also die ganze Zeit irgendwie Fliegen, Mücken, die ins Gesicht geflogen sind. Ich war zwischenzeitlich echt erstaunt, wie viele das waren, aber hat auch gut Eiweiß gegeben, einiges auch im Mund gelandet. Und dann sind wir noch an einem Helikoptereinsatz vorbei, da stand jemand und wollte das Fass packen. Ich fand es richtig stark, dann wie der Helikopterpilot das Fass da eingeparkt hat und schon waren wir unten im Tessin und dann ging es erstmal auf zum Futter. Wo ich es hier gerade sehe und auch auf dem Pass gerade eben schon gesehen habe, das Postauto in der Schweiz, eine richtig gute Geschichte. Es gibt große Busse und auch solche und die haben immer Fahrradständer hinten dran. Also wenn ihr mal ein Stück überbrücken wollt, zum Beispiel einfach sagt, ey, ich kann nicht mehr, ich will den letzten Pass vielleicht einfach hochfahren, dann gibt es solche Möglichkeiten, die in der Schweiz besonders sind und der öffentliche Verkehr mit den Bahnen klappt hier auch sehr gut. Jetzt rein ins Restaurant, eat pasta, ride faster. Guten Appetit! Guten. One Espresso. Ja, den Espresso musste ich jetzt schon nehmen, um einfach auch zu testen. Costa quanta, costa quanta. 39 Schweizer Franken. Ich glaube, es ist okay. Wir blenden mal den Europreis ein. Und der Espresso hat 2,50 gekostet. Mit jedem Höhenmeter tasten wir uns jetzt ran an den zweiten Pass des heutigen Tages und der ist historisch von enormer Bedeutung, nämlich eine sehr wichtige Nord-Süd-Verbindung über die Alpen. Die Rede ist vom Gotthardpass. Seit Menschengedenken will man hier drüber und ja, in diesem Fall gibt es die Autobahn, Bundesstraße, Eisenbahn. Das können wir alles nicht befahren oder wollen wir heute nicht. Wir wollen hier hoch und zwar über die alte Postkutschenstraße Val Tremola und wie die aussieht, das zeigen wir euch jetzt. To the mountain. Hier sieht man auch noch mal die Bundesstraße im Hintergrund, die hier runterfließt und auch da drüben mit den vielen Brücken und Serpentinen. Krasses Bauwerk. Hier die alte Straße, die ist eher wirklich an der Wand gebaut, wurde in den Fels geschlagen und hat keine Brücken oder so. Also das ist schon noch mal ein mächtigeres, ein moderneres Bauwerk, wo eben die Fahrzeuge heute fahren. Das macht hier die Straße, wo wir gerade fahren, auch echt ruhig. Gegenwind! Das macht die Tour doppelt so anstrengend. Wir haben es euch angekündigt und sie kommt tatsächlich, die Postkutsche. Das ist ja sowas von cool. Wow. Ein krasser Zufall, dass wir die Postkutsche wirklich auf dieser alten Postkutschenstraße gesehen haben. Ihr habt es gemerkt, sie fährt doch. Man kann sie wirklich buchen und zwar von Andermatt nach Airolo und wieder zurück. Wenn einer von euch Lust hat, den Pass auf diese Art und Weise zu fahren, bestimmt auch ein lässiges Erlebnis.
Wer möchte, kann hier auf halber Strecke zum Pass hoch ein kleines Bad nehmen. Eine perfekte Badewanne mit Ausblick auch und ganz klarem Bergwasser. Ah, perfekt. Cheers. Wie ihr merkt, dieses Video hat keine Werbeeinspieler in der Mitte. Es gibt auch keinen Kooperationspartner. Das alles hier findet auf unsere Kosten statt. Ihr könnt uns aber sehr gerne unterstützen, wenn euch die Arbeit gefällt, wenn euch die Videos gefallen. Kauft in unserem Shop ein, Marius Quast Shop. Da gibt es verschiedene lässige T-Shirts, auch Bike-Socken. Oder schickt hier ein Super Thanks hier in den Kommentaren. Das hilft uns alles sehr, diese Videos zu produzieren. Was ganz einfach und kostenfrei ist, das Abo und der Daumen nach oben. Vielen Dank und jetzt hoch zum Gotthardpass. Die letzten Meter brechen an. Made it. Sauber, Linus. Der zweite Pass heute. Am Gotthard angekommen, hier oben mit dem See, den Windrädern drumherum. Ich habe eben schon gesagt, einfach krass, dass man auf so eine Höhe hier Windräder baut. Das ist in der Schweiz irgendwie ein Ding. Aber klar, hier fegt auch der Wind wirklich her. Deswegen jetzt schnell Weste an und dann geht es weiter in Richtung Andermatt. Wir haben jetzt 6,5 Stunden schon auf der Uhr. Wir haben jetzt 16:45 Uhr. So langsam müssen wir da noch mal ein bisschen Schwung in die Kiste bringen. Aber auch schon gut 2/3 der Höhenmeter und die Hälfte der Kilometer Abfahrt. Genauso wie wir auf dem Gotthardpass angekommen sind, fahren wir jetzt erstmal auch wieder runter, nämlich über Kopfsteinpflaster. Das ruckelt auch ganz schön, ähnlich wie eben beim Nufenenpass bei der Abfahrt. Und auch noch einen kleinen Schlag mehr, die kleinen Pflastersteine, aber es lässt sich ganz gut fahren und bei der Kulisse sowieso alles mächtig. Kaum ein Fahrzeug auf den ersten Kilometer, den wir da runterfahren, und dann biegen wir auf die große Bundesstraße ab und dabei perfekter Asphalt. Wir kommen richtig auf Geschwindigkeit, teilweise über 75 km/h und überholen dabei auch einige andere Radfahrer, und das in der Kulisse, die ihr hier gerade seht, echt der Wahnsinn. Was für eine Abfahrt! Habt ihr das gesehen? Oben mit dem Kopfsteinpflaster nochmal, wo wir drüber geheizt sind. Dann auf dieser Bundesstraße mit den Alpen, mit diesen Schweizer Alpen hier. Wir sind jetzt hier angekommen im Hospental. Und hier habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, entweder einmal nach Andermatt runter abzubiegen und auch nochmal ein paar Höhenmeter zu verlieren. Wir haben uns jetzt aber dazu entschieden, direkt auf zum Furka-Pass zu fahren. Der geht nämlich jetzt hier rein, der dritte unserer heutigen 3 Pässe. Das machen wir jetzt und ja, wie gesagt, wer noch Lust hat auf Andermatt, kann hier abbiegen und dann noch mal ein paar Höhenmeter hochtreten. Schön ist es alle Male und jetzt also auf den letzten der 3 Pässe. Jetzt will die Schweiz sich aber noch mal von der allerschönsten Seite zeigen. Schaut euch das hier an! Wie häufig waren wir in diesem Ort schon im Winter, nämlich bei all den Videodrehs, wo wir nach Zermatt zum Beispiel gefahren sind, nach Crans-Montana, da wurden wir hier verladen auf einen Autozug hier vorne, und dann fährt er unten durch den Furka-Tunnel, wenn eben der Furka-Pass geschlossen ist. Und jetzt geht es für uns halt nicht durch diesen Tunnel, sondern da hoch, und das sieht schon wieder krass aus. Dieser Pass bringt uns jetzt noch mal rauf auf 2400 Metern und ist deshalb international bekannt, weil er 1964 im James-Bond-Film Goldfinger vorkam. Da hat 007 hier auf der Straße mit einem Aston Martin DB5 eben den gleichnamigen Bösewicht Goldfinger verfolgt, der hier in einem Rolls-Royce hochgefahren ist. Ein Hammer!
Hier sehen wir jetzt sehr gut, was uns blüht. Der Furka-Pass verläuft da an der Wand entlang, hinten rüber. Und da drüben, wo das Licht dann wieder rauskommt, hinter der Wolke ist die Passhöhe. Hier stehen auf jeden Fall ordentlich Wolken drin, die gleich dann auch Schatten bringen werden. Mal schauen, ob es wirklich kalt wird hier auf über 2200 Metern oder ob es auch hier in den Trikots klappt. Boah, das fordert richtig ab gerade. Die letzten Höhenmeter. Da kommen wir an. 3 von 3, der Furka-Pass, 2436 Meter über dem Meer. Und ja, hier erkennt man gut, warum so ein Pass auch ein Wettermacher ist. Denn auf der Seite steht richtig die Wolke und Suppe drin und auf der anderen sieht es ganz nett aus. Und für uns heißt es jetzt hier Weste anziehen und dann runter, lange Abfahrt. Dann gibt es für euch unten das Fazit. Das heißt an eurer Stelle dranbleiben. Und mit dieser Abfahrt, die jetzt kommt, habe ich so überhaupt nicht gerechnet. Zunächst einmal stand die Sonne schön drin. Wir haben so besondere Abendstimmung, tolles Licht und die Wolken rauschen am Horizont vorbei, so wie wir gerade mit hohen Geschwindigkeiten über diese Straße nach unten fahren und in einer Kurve dann dieses besondere Haus, was ich schon häufig gesehen habe, ihr vielleicht auch, das Hotel Belvedere. Dann weiter die Passstraße entlang und wir sehen zum ersten Mal das Gestein, das hellgraue Gestein und das Massiv rund um den Rhone-Gletscher. Linus und ich waren beeindruckt davon und haben uns abends dann noch verschiedene Zeichnungen und Bilder zu diesem Gletscher im frühen 20. Jahrhundert angesehen. Schaut euch das an, wirklich massiv. Und dann fließt die Straße extrem schön runter ins Tal, wo wir dann auch ankommen. Was für eine krasse Abfahrt. Es war so windig. Und jetzt zurück nach Ulrichen und dann ziehen wir das Fazit. Zurück da, wo wir gestartet sind, in diesem kleinen, feinen Ort hier, Ulrichen. Und jetzt heißt es auch für uns, Fazit zu ziehen und vor allen Dingen die Frankreich-Schweiz-Pässe-Reise abzuschließen. Linus war mit hinter den Kulissen dabei. Wir waren 10 Tage unterwegs. Wir haben wirklich 5 große Themen verfilmt und große Pässe gefahren. Und ehrlicherweise, jetzt ist auch so langsam echt gut. Und wir hoffen, dass euch viele der Videos gefallen haben. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Und das Fazit zur heutigen Runde: 3000 Höhenmeter in the books, über 100 Kilometer. Die genauen Statistiken blende ich euch einmal kurz hier unten ein. Ich würde die Runde auch genau in der Richtung fahren, wie wir sie heute gefahren sind. Wir hatten hier heute Morgen direkt ein richtiges Brett mit dem Nufenen. Aber der Gotthard war eben auf Gravel richtig cool zu fahren. Auch der Furka und dann die Abfahrt runter vom Furka war in der Form richtig schön. Ihr könnt es natürlich auch andersrum angehen, euch seien alle Möglichkeiten offen. Genauso könnt ihr sehr gerne in ein nächstes Video reinschauen, das ich euch jetzt hier verlinkt habe. Nochmal vielen Dank an dich, Linus, es hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank an Eileen hinter den Kulissen, die geschnitten hat. Und ihr wisst es, wir freuen uns über eure Unterstützung. Daumen nach oben, Kommentar schreiben, Abo setzen, Super Thanks, all die Dinge unterstützen unsere Arbeit und machen diese Videos hier möglich. Tschüss!